Heute gibt es von mir ein Haare zeichnen lernen Tutorial für Anfänger. Wir fangen an, von hinten Haare zeichnen zu lernen, weil ich finde, dass das für den Anfang einfacher ist. Sobald wir das gelernt haben, können wir dazu übergehen, Haare von vorne mit Gesicht zu zeichnen, aber dazu wird es ein anderes Video geben. Ich habe für dieses Haare zeichnen lernen Tutorial hauptsächlich einen HB-Druckbleistift zum Zeichnen benutzt und ein Stück Klopapier und meinen Papierwischer zum Verwischen. Damit ihr gut reinkommt, fangen wir mit langen, glatten Haaren an. Diese Art von Haaren ist besonders gut geeignet, um das Prinzip vom Schattieren der Haare zu lernen. Dafür zeichnen wir zuerst den groben Umriss. Bei glatten Haaren ist das auch relativ einfach. Dann machen wir weiter, indem wir leichte Linien vom Ansatz weg nach unten ziehen. Macht hier keine super geraden, sondern leicht gebogene Linien. Auch wenn die Haare glatt sind, haben sie einen leichten Schwung. Versucht dafür, eure Hand ganz locker zu lassen und aus dem Handgelenk zu zeichnen. Dabei könnt ihr schon direkt darauf achten, oben am Ansatz und unten an den Spitzen mehr Linien einzuzeichnen, die Fläche also ein bisschen dunkler erscheinen zu lassen. In die Mitte kommen nämlich später dann die Reflexionen. Wenn ihr mit eurer ersten Schicht Linien fertig seid, verwischt ihr das Ganze ein bisschen. Danach wiederholt ihr das Ganze, also zeichnet wieder Linien vom Ansatz abwärts und an den Spitzen ein und verwischt das wieder ein bisschen. Achtet aber darauf, dass ihr nicht zu sehr verwischt, sondern dass die Linien noch leicht sichtbar bleiben. Dann könnt ihr noch ein paar Akzentsträhnen einzeichnen, also einfach ein paar dunklere Linien und mit einem spitzen Radiergummi ein paar Reflexionen setzen. Das gleiche Prinzip zeige ich euch jetzt noch an einem Bob. Hier fangt ihr auch damit an, die grobe Form der Haare vorzuzeichnen und dann am Ansatz und an den Spitzen Linien einzuzeichnen. Anschließend verwischt ihr das Ganze wieder und wiederholt das Linienzeichnen und Verwischen so lange, bis ihr zufrieden seid. Dann könnt ihr auch hier am Ende nochmal ein paar dunklere Linien einzeichnen und mit dem Radiergummi Reflexion setzen, um dem Ganzen mehr Dynamik zu geben. Dann kommen wir jetzt zu einem Pferdeschwanz. Hier wird es schon etwas komplizierter, da bei einem Pferdeschwanz normalerweise mehr Bewegung im Spiel ist. Auch hier fangen wir damit an, die grobe Form der Frisur zu zeichnen. Wenn die Haare, die ihr zeichnen wollt, so wie bei dem Pferdeschwanz hier ein bisschen geschwungen sind, zeichnen wir sie direkt als Strähnen aufgeteilt ein. Wenn ihr dann weitermacht und die Linien einzeichnet, um die Strähnen zu füllen, achtet darauf, dass dort, wo sich die Haare nach außen wölben, eine Reflexion entsteht und dort, wo sie sich wieder in die andere Richtung wölben, Schatten. Dann macht ihr es genauso wie bei den anderen beiden Frisuren eben und verwischt eure Linien und wiederholt das Ganze, bis eine gute Schattierung und Grundlage für die Akzente entsteht. Bei den Haaren, die hier am Kopf anliegen, ist es auf so einer kleinen Fläche nicht ganz so einfach. Aber das Prinzip ist auch hier das gleiche. Achtet da aber drauf, dass ihr die Linien auch hier geschwungen einzeichnet, da der Kopf ja rund ist und sich die Haare um den Kopf herum legen. Dann könnt ihr zum Schluss auch hier wieder Akzente mit dunklen Linien und Reflexionen setzen.
Wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch einzelne kleine Strähnen, die ein bisschen abstehen, einzeichnen. Das lässt das Ganze nochmal realistischer wirken. Dann kommen wir jetzt auch schon zu den letzten und in diesem Video aufwendigsten Haaren zum Zeichnen. Um wellige Haare zeichnen zu können, fangen wir auch hier wieder an, die Form grob vorzuzeichnen. Dafür teilen wir die Haare wie beim Pferdeschwanz in etwas dickere Strähnen ein. Mit den Linien, die ihr dann für die Schattierung macht, bestimmt ihr die Richtung, in der die Haare fallen. Dabei gilt das gleiche Prinzip wie vorhin, dass die Haare am Ansatz und an den Spitzen dunkler sind und in der Mitte am Ende die Reflexion betont wird. Achtet auch hier wieder darauf, dass ihr die Linien schön schwungvoll und gebogen einzeichnet. Dann könnt ihr auch hier wieder eure Linien etwas verwischen und wieder Linien oben drauf zeichnen. Um so viel Dynamik wie möglich in die Haare zu bekommen, versucht so viel Kontrast wie möglich zu erzeugen, indem ihr die dunklen, schattigen Stellen extrem dunkel und die Reflexionen extrem hell macht. Versucht so viele verschiedene Frisuren wie möglich aus, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Wenn ihr einen Wunsch zu einer bestimmten Frisur habt, die ich euch zeigen soll, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, euch hat mein Video zum Thema Haare zeichnen lernen für Anfänger gefallen und vor allem geholfen. Ich würde mich auch sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder ein Abo freuen. Ansonsten sehe ich euch beim nächsten Mal.